will euch zum Wiedereinstieg in den Römerbrief kurz was zeigen und wir werden noch viel mehr archäologische Funde anschauen, wenn wir zu dem Korintherbrief kommen. I wanted to show you something that's in Corinth that relates to Romans. Ich möchte euch etwas zeigen, was in Korinth zu sehen ist, was aber mit dem Römerbrief zu tun hat. Right at the end it says, Erastus, the city treasurer, and our brother Pieratt greet you. Am Ende des Römerbriefes heißt es, Erastus, der Schatzmeister der Stadt und unser Bruder Quartus grüßen euch. So Paul knows this city treasurer named Erastus. Paulus kennt also diesen Schatzmeister der Stadt, den Erastus. And obviously city treasurers are over finances, but they're in the ancient world they were over building projects for the city. Natürlich steht jemand, der Schatzmeister der Stadt heißt, vor allem über den Finanzen der Stadt, aber damals, in der damaligen Zeit, bedeutet das auch, dass er für verschiedene öffentliche Werke zuständig war. And the Greeks and Romans, they like to make big dedication stones when they did some kind of big project. Und die Römer und Griechen damals haben große Gedenktafeln aufgestellt, wenn jemand irgendwie ein Projekt abgeschlossen hat. So in Corinth, they found this dedication stone. Und so eine Tafel wurde dort gefunden in Korinth. There was this big kind of open square area building. Auf so einem großen offenen Platz. And on it, it says this project was so commissioned and dedicated to. And on it, right on it, it says in there, if I remember right, there he's right here, Erastus. Und da steht, dieses Projekt wurde in Auftrag gegeben und wird gewidmet dem Erastus. The city treasurer. So, influential person in Corinth, the city treasurer. Right after Paul's been in Corinth, he is with Paul. Also dem Schatzmeister dort gewidmet. Und das war eine einflussreiche Person, mit der sich Paulus dort angefreundet hat, nachdem er nach Korinth gekommen ist. So, just kind of a cool, kind of biblical evidence of biblical things. Und das ist ein cooler Hinweis darauf, dass das stimmt, was wir, oder dass das faktisch hinterlegt ist, was wir da in der Bibel lesen. We'll do a lot more kind of archaeology stuff when we get to Corinthians. Beim Korintherbrief können wir noch mehr solche archäologischen Sachen anschauen. Okay, so let's get back into it. Romans 34 or something like that. All right. So basically, as we've established, actually, before that, is there any questions? Habt ihr Fragen zu den 2-3 Kapiteln vom Römerbrief bisher? Yes. Before you were, like, way in the beginning, you were talking about ministry locations. What do you mean by a ministry location? Like they were, these cities were hubs for Paul, ministry hubs. Out of Antioch, he was sent into Galatia, Cyprus, and such. And then eventually, kind of what we skipped over, which we'll come back to, is he eventually goes to Corinth, and he stays there for 1.5 years. And what we know from other letters and some extra biblical evidence is a lot of Macedonia and north up from Greece, even to like modern day in Albania. There's evidence that Paul may have traveled, or some of the other disciples may have traveled up there and done church planting and evangelism. Die Frage war, was waren diese Dienstzentren für Paulus? Das waren wichtige Städte, von denen aus er kleine Missionsreisen begonnen hat oder Mitarbeiter ausgesandt hat, zum Beispiel von Antiochien in die Türkei rein, oder dann von Korinth aus hat er Leute nach Mazedonien hochgeschickt. And also what we'll get to is after Corinth, he ends up in Ephesus. Nach Korinth verbringt Paulus dann einige Jahre in Ephesus. And out from there, him and other apostles and disciples go out and evangelize the region of Asia. Von dort aus gehen er und andere Apostel und Mitarbeiter hinaus in das ganze Gebiet da in der Türkei und haben dort evangelisiert. And so Acts tends to focus on pretty much these major influential cities, but Luke doesn't have space or time to write about everything else. In der Apostelgeschichte sehen wir hauptsächlich, was ausgehend aus diesen großen, wichtigen Städten aus passierte.
Lukas beschreibt nicht so die Einzelheiten, die es von dort aus dann weiter in die Provinz hineinging. That appears to be evidence is they use these cities to, the influential capital cities, to administer and spread the gospel to the whole region. That was it. Aber wir haben Hinweise darauf, dass Paulus eben diese Zentren, diese Großstädte nutzte, um von dort aus das Evangelium weiter zu verbreiten. Does that answer your question? Questions about the disturbance over Christus. Could you repeat the two things? Sure. We're not 100% sure exactly what that was. Da gibt es ja so dieses Zitat, dass die Juden wegen Diskussionen über einen Christus aus Rom gekriegt wurden. Wir sind uns nicht ganz sicher, worum es sich dabei handelt. It could have possibly been the church moving into Rome and causing a disturbance among the Jewish population like we saw in Philippi and Thessalonians. Es könnte sein, dass die wachsende christliche Gemeinde in Rom den Konflikt dann hatte mit den Juden dort, wie wir es auch in anderen Städten gesehen haben. Of course, with that, a lot of times they're able to say, you know, this Christ figure is the new emperor, he's the new Messiah, this different gospel other than Caesar. Und oftmals war dann die Anschuldigung, dass die Christen ja diesen Messias, diesen neuen Kaiser verkünden, als Rivale für den Caesar in Rom. So the Romans could be easily threatened or not like that, obviously. Die Römer könnten sich dadurch bedroht gefühlt haben. Und die mochten das natürlich nicht, den Gedanken. And again, there was reports of these other Messiah-type figures within the last century too, and the current time, of being more militant messiahs, again trying to throw the Roman government or kick them out of Judea or whatever. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es sich bei diesem Christus um einen falschen Messias gehandelt hat, der behauptet hat, dass er jetzt der Messias ist und der wahrscheinlich dann eher militant eingestimmt war gegen die Römer. Das ist die andere Möglichkeit, dass es sich darum geht. So it's one of those things that's causing the Jews to go crazy in Rome. Irgendetwas sorgte jedenfalls dafür, dass die Juden Probleme gemacht haben in Rom. And obviously the emperor doesn't like that, so he kicks them out. Das hat dem Kaiser nicht gefallen, deswegen hat er sie alle aus der Stadt verbannt. Is that a bit better? Yes. Any other questions? Yeah, go ahead. Are there more books in the Bible with the diatribe? Diatribe. Trying to think. You know, that's In Corinthians, Paul does something interesting. I'm not sure if it's the same thing. there might be little bits again where if you see like a lot of questions like in a row, where it's kind of figure of speech, he's asking rhetorical questions, that could be a bit more like this diatribe. Wann immer wir einige Fragen sehen, die rhetorisch gestellt sind in so einem Brief, kann es sein, dass es so eine Diatribe ist. Paul really likes to do that, doesn't he? Like, does that mean we now reject the law? By no means. You know, so he kind of argues against himself and he says, no, that's not what I mean. This is what the diatribe thing is. Almost every book. I know in Corinthians we get there, Paul uses a lot of these Greek literary tools. He uses Stoic arguments, he uses rhetoric, he uses all sorts of even at one point we get to defense his ministry and he uses the Socratic argument, but basically it's sarcasm. Also im Korintherbrief, da macht auch Paulus viel Interessantes, so mit rhetorischen Mitteln. And so sometimes just with the translation and culture, it's hard to pick up on this, but he uses a lot of different common Greek literary tools. Und durch die Übersetzung und einfach durch die andere Welt, in der wir leben, verlieren wir manchmal die ursprüngliche Bedeutung, weil wir auch diese griechischen, rhetorischen und literarischen Werkzeuge nicht so kennen. Anything else? Just being cautious because I know I'm taking one day to do a teaching that's usually at least 3 days. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, ich habe jetzt eben einen Tag, um euch den Römerbrief zu erklären. Möglicherweise hätte ich
hier 3 Tage dafür. And so it's trying to simplify this deep theological argument down to simple terms without losing you. Ich versuche also dieses tiefe theologische Argument zu vereinfachen, ohne euch dabei zu verlieren, dass ihr den Sinn darin nicht mehr erkennt. So do you feel like you're following? Könnt ihr bisher dem nachfolgen, was wir gemacht haben? Okay. So from here on, we're just going to try to skim some of the major issues and hopefully follow along, okay? Jetzt wollen wir ein paar von den großen Themen, die jetzt noch im Römerbrief aufkommen, anpacken und hoffentlich sehen wir dann einen guten Überblick. But feel very free to, if I lose you at some point, it's okay. Aber bitte fragt nach, wenn ich etwas sage, was euch nicht verständlich ist. Alright, so let's move on here. Alright, so we established that both groups fall short of the righteous standard of God. Wir haben also schon gezeigt, dass beide Gruppen von sich aus Gottes gerechten Standard nicht erreichen können. And really the only way both of them can find righteousness in God is through faith. Die einzige Möglichkeit für beide Gruppen, Gottes Gerechtigkeit zu erlangen, seine Gerechtfertigung, ist durch den Glauben. And again, with a fighting church with two factions, what Paul is saying is you're both equal. Und wo wir jetzt diese 2 Fraktionen haben in der Gemeinde, im Prinzip sagt Paulus, ihr seid beide gleich. You silly flesh-mutilating Jew, and you filthy pig, bacon-eating swine Gentile, you're both equal. Big test. Please. Ihr komischen Juden, die ihr euer Fleisch mutiert und auch ihr Heiden, die ihr alle möglichen dreckigen Dinge esst, ihr seid eigentlich gleichgestellt. So you can either be a good person or follow the law to obtain salvation. Du kannst weder von dir selbst heraus einfach eine gute Person sein, noch kannst du von dir selbst heraus das Gesetz halten. Keins davon wird dir Errettung bringen. So this brings a very logical question to the Jews and the Jewish critic. Jetzt kommt dann aber eine logische nächste Frage von dem jüdisch-christlichen Kritiker. So then what then? Do we throw away the law? Und was heißt das jetzt? Schmeißen wir das Gesetz in die Tonne? And Paul passionately responds, by no means we uphold the law. Paulus antwortet voller Leidenschaft, auf gar keinen Fall. Wir halten das Gesetz hoch. Alright. At first the statement seems a bit contradictory. Zunächst mal scheint es ein bisschen widersprüchlich zu sein. What Paul is saying here, and this is at the end of chapter 3, so what Paul is saying is that the law wasn't flawed and shouldn't be thrown out. Was Paulus hier am Ende des 3. Kapitels sagt, ist, dass das Gesetz nicht fehlerhaft war und dass es nicht hinausgeworfen werden soll. What he is saying is we are flawed and could not live it out. Sondern was Paulus sagt, ist, wir als Menschen sind fehlerhaft und konnten dem Standard des Gesetzes nicht genügen. And that God provided a way to fulfill the law. Und dass Gott jetzt einen Weg geschenkt hat, eine Möglichkeit geschenkt hat, das Gesetz zu erfüllen. And so again, when we talk about the Galatians, there's a difference between discarding or abolishing the law and fulfilling it. Wie wir schon mal im Galaterbrief gesagt haben, es gibt einen Unterschied zwischen das Gesetz rausschmeißen oder abschaffen und das Gesetz zu erfüllen. God didn't rip up the contract, he fulfilled it, despite mankind's shortcomings in it. Gott hat den Vertrag nicht einfach zerrissen, sondern er hat ihn erfüllt, obwohl die Menschheit das nicht erreicht hat, nicht geschafft hat. Okay. So the Jew has another question. Der Judenchrist hat jetzt eine weitere Frage. So what about the promises we Jews received through Abraham? Was ist mit den Verheißungen, die wir Juden durch Abraham erhalten haben? We talked a little bit about this with Galatians. Wir haben ein bisschen
uns das angeschaut im Galaterbrief. And again, the fulfillment of these promises was Abraham's faith. Die Erfüllung dieser Verheißung beruhte auf Abrahams Glauben. And Abraham was before the law. Und das passierte mit Abraham, bevor das Gesetz gegeben wurde. And so Paul says if Abraham was justified through his works, he and you would have had something to boast about. Paulus schreibt jetzt, wäre es so gewesen, dass Abraham durch seine Werke gerecht vor Gott gewesen wäre, dann hätte er sich darin rühmen können und dann könntet ihr euch heute auch darin rühmen. But Abraham found righteousness through faith and not works. Aber Abraham wurde gerecht gesprochen durch seinen Glauben, nicht durch seine Werke. Therefore, you Jews have nothing to boast over the Gentiles, because not even Abraham obtained righteousness through actions. Also könnt ihr Juden euch nicht rühmen gegenüber den Heiden, denn selbst Abraham erhielt die Errettung ja nicht durch seine Werke. And again, Paul looks pointedly at the Jewish critic, in a way. Und wieder spricht Paulus damit den Judenchristen an. And he says, what does Scripture say? And he quotes Genesis 15:6. Er fragt, was sagt denn die Schrift? Und zitiert 1. Mose 15, Vers 6. And again, it says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Und wieder heißt es, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm als Gerechtigkeit angesehen. And so, Paul continues to say it was by belief and not works. Paulus betont also immer wieder, es ging bei Abraham um den Glauben, nicht darum, dass er was geleistet hat. And again, the idea of a gift versus working for a wage. Und er beschreibt es so, es war ein Geschenk, es war nicht etwas, wofür er gearbeitet hat und was er dann als Lohn erhalten hat. The whole, I'm going to give you this concept as a gift, So, das ganze Konzept, ich gebe dir diese Cola als Geschenk. or if you go do my work duty or part of my work duty, I will buy you a Coke. Oder wenn du meine Work Duty machst morgen, dann kaufe ich eine Cola. And righteousness is a gift of God. Und die Gerechtfertigung vor Gott ist ein Geschenk. All right. And then he moves on a little farther, Und dann macht er ein bisschen weiter. and he deals with this whole idea of the Jews being blessed. Und er greift dieses Thema auf, dass die Juden gesegnet sind. Is it only for the Jews or the Gentiles as well? Gilt das nur für die Juden oder auch für die Heiden? And the way Paul argues this was, well, did he receive this promise before or after he was circumcised? Und Paulus stellt dann diese Argumentationsfrage, wann hat Abraham denn diese Verheißung erhalten? Bevor oder nachdem er beschnitten wurde? And Abraham first received the promise before circumcision, and circumcision is basically just a sign of this promise, of this blessing. Und er antwortet, Abraham erhielt diese Verheißung, bevor er beschnitten wurde. Die Beschneidung ist dann nur ein Zeichen dieser Verheißung. And so what Paul argues is this was done in this order so that Abraham would be the father, spiritually the father of all mankind, not just the Jews. Und Paulus sagt, diese Reihenfolge wurde deswegen so eingehalten, damit klar ist, dass Abraham nicht nur der Vater der Beschnittenen, der Juden ist, sondern der Vater von allen. So both Jew and Gentile could receive righteousness by faith. Und jetzt sowohl Juden als auch Nichtjuden, also auch Heidenchristen, die Errettung durch den Glauben empfangen können. And again, Paul goes to this argument, did Abraham receive the law? Und wieder fragt Paulus, hat Abraham das Gesetz empfangen? No. Nein. It was Moses received the law, and so the promise was given before the law. Mose hat das Gesetz empfangen, also wurde die Verheißung gegeben, bevor das Gesetz kam. And so, again, the Jews, if they insisted that the blessings are based on law, then all their promises in Abraham were no longer valid. Wenn die Juden jetzt darauf bestanden, dass die Verheißung
nur durch das Gesetz galten, dann heißt es, die Verheißungen durch Abraham gelten für sie nicht mehr. And Paul has just established that everyone has fallen short of the standard of the law. Und Paulus hat ja gleich zu Beginn festgestellt, dass alle Gottes Standard nicht genügt haben. And through their history, obviously the exile, their actions, basically what they deserve from the law is not the blessings, but the curses. Durch ihre Geschichte hindurch, durch ihre persönlichen Taten und vor allem auch, was man im Exil gesehen hat, verdienen sie sich aufgrund ihrer Taten eigentlich nicht die Segnungen, sondern die Flüche. So if Abraham's blessings were based on the law, they would never get Abraham's blessing. Das heißt, wenn Abrahams Verheißung auch vom Gesetz abhingen, dann würden sie diese Verheißung nie erreichen. So that's why it's a gift, because a gift doesn't have anything to do with your actions. Deshalb sind die Verheißungen an Abraham ein Geschenk, die nichts mit ihren Taten zu tun haben. So you may not like, you might be Jew, you might be self-righteous and may not like the Gentiles getting your blessing as well. Jetzt bist du vielleicht Jude, bist ein bisschen selbstgerecht und willst nicht, dass diese Heidenchristen dieselben Segnungen erhalten. But guess what? If they don't deserve it, that means you don't deserve it. Aber überleg dir mal, wenn sie es nicht verdienen, dann verdienst du es genauso wenig. So you either get it both together or you either miss both of it together. Entweder erhaltet sie die Segnung also zusammen oder ihr verpasst sie allesamt zusammen. Okay, let's see where I'm going to go next. There's this. So, and then he, if I can remember this right again, I have to simplify this. All right, so Paul makes a comparison between Adam and Jesus. Jetzt zieht Paulus einen Vergleich zwischen Adam und Jesus. And basically what Paul argues is the sin, curse, sin and death and judgment, it was all brought in the world by one man. Sagt, dass der Fluch, die Sünde, der Tod und das Gericht über die Menschheit alles durch einen Mann in die Welt kam. And so basically what he argues, in the same way, through one man, it can be reversed. Dann sagt er, auf die gleiche Weise kann durch einen einzelnen Mann alles wieder umgekehrt werden. And Jesus is a new Adam. Jesus ist dieser neue Mann, der neue Adam. And the point is, Jesus counteracted off the work of Adam. Jesus hat dem entgegengewirkt, was Adam gewirkt hat. Adam brought in curse into the world. Adam brachte den Fluch in die Welt. Jesus brought in blessing as a free gift. Jesus brachte Segen als freies Geschenk, als kostenloses Geschenk. In the world, through Adam, death was brought into the world. Durch Adam wurde der Tod verursacht in der Welt. And eternal life was brought in through one man, Jesus. Ewiges Leben wurde durch diesen einen Menschen, Jesus, gebracht. And then our inheritance is from these men. Und das, was wir erben, kommt auch von diesen zwei Männern. We inherited sin and death and slavery. Von Adam haben wir Sünde, Sklaverei und Tod geerbt. Judgment, condemnation. Und dafür dann auch Gericht und Verdammnis. And many people were made sinners. Durch ihn wurden viele Menschen zu Sündern. But through Jesus we receive justification. Durch Jesus haben wir Gerechtfertigung empfangen. We become exempt from judgment. Wir sind ausgenommen vom Gericht. And many are made righteous. Und viele werden durch ihn gerecht. And obviously the results of each person. Die Resultate jeder dieser zwei Personen. Yeah, sorry, my notes are skewed compared to this, but yeah, so many made sinners and many made righteous. Ist, dass durch den einen viele zu
zu Sündern wurden, durch den anderen dann viele gerecht vor Gott. So that's the argument Paul makes again, looking at Adam, arguing for Jesus, saying, look, Adam brought in all this stuff, Jesus can reverse it. They're one man. Paulus zeigt hier also auf, wo Jesus ist. Durch Adam kam all diese Schlechte in die Welt. Das kann alles aber umgekehrt werden durch Jesus. Yes. So does it mean that kind of only the Jews were considered sinners, because it says that people like sinned before, kind of like it was not a sin because the law was in place? Verse 13. 5:13. So Guys, you're using. Read it after me in the NLT, please. yes, people sinned even before the law was given, but it was not counted as sin because there was not yet any law to break. Yeah, very confusing concept. So yes, there was sin in the world, but how could you be held accountable if there's no rules? Also ein bisschen verwirrend. Es steht hier klar, es gab schon Sünde in der Welt, aber wie kannst du Rechtfertigung dafür abgeben müssen, solange es noch keine Regeln gibt? Okay, in the Old Testament before the law, you obviously have like the story of Noah. Im Alten Testament, noch vor dem Gesetz, haben wir natürlich zum Beispiel die Geschichte von Noah. And so this is before the law, and this is Paul's concept of even without knowledge that there's creation and the mind of man and our spirits, we understand righteousness. We understand righteousness even without. Yeah, even without the law, like Paul argues towards the beginning. Am Anfang des Römerbriefs, da sagt Paulus aber, wir verstehen schon aus der Natur heraus, was richtig und falsch ist. Because clearly, like in Noah's time, they'd clearly become corrupt enough, even without the law, to receive the judgment of God. Denn in Noahs Zeit ist es klar, dass sie Gottes Gericht auf sich zogen, obwohl sie noch kein Gesetz hatten, weil sie schon korrupt waren. Sodom and Gomorrah. Oder Sodom und Gomorrah. So, but the law brought in God's righteousness and God's standard. Das Gesetz brachte dann aber Gottes gerechten Standard. So there was sin, basically, but the law is what establishes counting as what's establishing what is sin. Es gab zuvor schon Sünde und das Gesetz hat aber nochmal klar gezeigt, was alles Sünde ist. Bit more? Make a bit more sense? A little bit, get in there? Yeah, I know, I understand. It's a hard concept. Again, the law gives us a standard, but what about before the law? There isn't really a standard, but there seems to be somewhat of an unwritten standard. Das Gesetz hat uns einen Standard gebracht, um klar zu verstehen, was Sünde ist. Davor scheint es, dass es kein klares Verständnis davon gab, aber dass Menschen schon auch gespürt haben, was falsch war und was richtig war. Das So Gesetz brachte aber den klaren Standard. they obviously died because they were sinning also, but like in a way that God would judge them differently. If my question is, I mean, even with Adam, even without the law, because he had rebelled, it brought judgment into the world. It brought death. It brought broken relationships. It brought all these curses, right? Selbst bei Adam, der natürlich noch kein Gesetz hatte, brachte seine Auflehnung gegen Gott Gericht. Es brachte alles Mögliche, den Tod und alle möglichen Flüche über die Menschheit. So he's the one that brought sin into the world. Adam ist also derjenige, der Sünde gebracht hat in diese Welt. So it says, but sin is not counted where there's no law. You can't say you broke the law if there is no law. Aber diese Sünde wurde noch nicht so angerechnet, wie später, als es da ein Gesetz gibt, weil solange es kein Gesetz gibt, kann man ja nicht sagen, dass das Gesetz gebrochen wird. Verse 14, yet death reigned from Adam to Moses. Vers 14 heißt es dann, und doch herrschte der Tod über alle Menschen von Adam bis Mose. So, obviously there is some form of judgment, some form of righteousness. Again, at the beginning of this book, God talks about how
there was some inherent knowledge in mankind to know what is right and wrong. Es gab also auch schon Gottes Gericht über Sünde zu dieser Zeit. Denn wie es ganz am Anfang des Römerbriefs heißt, von Natur